Hallo, heute soll es mal um eine Tarotkarte gehen, nämlich die Karte der Eremit aus dem Rider White Tarot. Und ich habe ja mal so ein Büchlein verfasst namens Der Symbolismus des Tarot nach Ouspensky und von Ouspensky. Es ist eine Übersetzung von Ouspensky's Werk, ähm, das auf Englisch vorhanden war und es gab keine deutsche Übersetzung und ich hatte das mal gemacht. Und es hat mich sehr, sehr fasziniert, diese Interpretation der Karten durch Ouspensky. Und es geht, wenn ich also über den Eremiten spreche und über die Tarotkarte, dann geht es darum, warum sich der Spirituelle manchmal abgrenzt und abgrenzen muss und welchen Wert das hat und welche Folgen es hat. Und es wird also darum gehen, dies noch ein bisschen zu erklären, nachdem ich das also dann hier von der Karte her vorgelesen habe. Aber ich möchte mal ein paar Sätze aus dieser Karte vorlesen, der Eremit. Nach langen Wanderungen über eine sandige, wasserlose Wüste, in der nur Schlangen lebten, traf ich den Eremiten. Er war in ein langes Gewand gehüllt, eine Kapuze bedeckte seinen Kopf. Er hielt einen langen Stab in der Hand und in der anderen eine leuchtende Laterne, obwohl es heller Tag war und die Sonne schien. Die Laterne des Hermes Trismegistos, sagte die Stimme. Dies ist höheres Wissen, dieses innere Wissen, das in einem neuen Licht erscheinen lässt, was man doch schon zu wissen glaubte. Diese Laterne erleuchtet die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft für den Eremiten und öffnet die Seelen der Menschen und die tiefsten Tiefen ihrer Herzen. Das Gewand des Apollonius ist die Fähigkeit der Weisheit, sich abzugrenzen, sogar in einer lärmenden Menge. Es ist seine Fähigkeit, seine Geheimnisse zu verbergen, sogar während er sie verrät, seine Fähigkeit zu Stille und seine Macht, im Verborgenen zu handeln. Der Stab des Patriarchen ist seine innere Autorität, seine Kraft, sein Selbstbewusstsein. Die Laterne, das Gewand und der Stab sind die drei Symbole der Initiation. Dies soll ein Einstieg sein und wie gesagt, es geht ja hier darum, warum sollte man sich abgrenzen? Was ist der Sinn dahinter und was ist der Nutzen? Und ich denke, um das zu verstehen, muss man nochmal zurückkommen auf einen Grundsatz des Spiritualismus, die Materielosigkeit. Wenn man die Materielosigkeit denkt, dann fragt es sich ja automatisch, wie kommen denn die Dinge zustande, die wir vor uns hier sehen? Und die Antwort, die ich fand, war, dass es eine Kommunikation sein muss. Also der Materialist stellt sich ja die Welt so vor, dass in einem Raum, sagen wir mal im Weltraum, da schweben einfach Dinge und die können sein ganz ohne andere Dinge. Die schweben da völlig allein und vereinzelt vor sich hin. Und wenn ein Bewusstsein kommt, so wie das eines Menschen, können diese Dinge erkannt werden. Das ist ja das ganze Wesen des Materialismus, dass man denkt, es gäbe eine von uns unabhängige Außenwelt, die also für sich ist und unser Geist sei dazu geschaffen, diese Dinge zu erkennen. Und wenn man aber nun die Materielosigkeit denkt, so wie es der Spiritualismus ja tut, dann kommt man also zu dieser Vorstellung, dass alles eine Kommunikation sein muss, dass alles in Abhängigkeit nur voneinander existieren kann. Es gibt keine vereinzelten Dinge, die irgendwo im Weltraum schweben können oder im Raum oder in der Zeit. Und interessanterweise habe ich das, ich wusste das gar nicht, ich selber bin ja kein Buddhist, aber ich habe das im Buddhismus halt wiederentdeckt, beziehungsweise mir sagen lassen, dass es dort dieses Prinzip auch gibt. Und zwar nennt es sich mh, Paticca Samuppada im Sanskrit. Und es beschreibt dieses abhängige Bestehen der Dinge voneinander. Es kann keine Vereinzelung geben. Und es hat viel zu tun mit
mit dem dortigen Begriff der Leerheit. Genau, wie es bei mir war. Dass ich also verstanden habe, dass es diese unabhängige Außenwelt gar nicht gibt, in dem Sinn, wie wir es verstehen, sondern man muss die Dinge anders sehen, um zu verstehen, wie sie überhaupt ins Entstehen kommen. Und dieses abhängige Entstehen gibt es nun, wenn man so will, in vielen spirituellen Richtungen. Ähm, Beispielsweise ist diese Triketra, ach nee, das ist ja das Kreuz. Okay, ich habe hier manchmal einen anderen Anhänger, das ist aber jetzt egal. Es ist ein Keltenkreuz, was ich hier manchmal schon gezeigt habe, eine Triketra. Und es ist ja diese Dreifaltigkeit, dieses Prinzip der Drei, das also das Entstehensprinzip ähm, symbolisiert in vielen spirituellen Richtungen. In Christentum ist das nicht ganz so ausgeprägt, dieses Entstehensprinzip, diese Abhängigkeit voneinander. Aber man hat ja im Christentum im Prinzip auch ähm, dieses Dreifaltigkeitsprinzip. Und im Christentum habe ich mir rausgesucht, es ist also eher die Gemeinschaft der Gläubigen, die dort sehr betont wird. Also dann auch wieder die Kommunikation. Kommunikation, bloß um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, ist in meinem Sprachgebrauch, also im Spiritualismus, etwas, was die Beziehung zwischen den Dingen im Prinzip benennt. Es hat also nichts damit zu tun, dass man jetzt sagt, zwei Leute müssen miteinander sprechen. Ich meine, das ist genau dasselbe natürlich, aber Kommunikation ist in meinem Denkuniversum etwas viel Umfassenderes. Also jede Beziehung, die da bestehen kann, man stelle sich das vor wie die Beziehung zwischen zwei Nervenzellen im Gehirn. Wenn die nicht miteinander in Beziehung treten, und das ist ja bloß ein Symbol für ein Netzwerk von einer umfassenden Zahl von Nervenzellen, die miteinander in Beziehung treten, dann kann es kein Bewusstsein geben. Übrigens, das ist also dann auch wieder. Ich hatte mir hier also das mal so ein bisschen, wie kann man das erklären? Also ich gehe mal wiederum von dem uralten Yin-Yang-Symbol, was ja auch wieder aus Fernost stammt und dieses Grundprinzip des Entstehens und Bestehens beschreibt. Und ihr seht, dass es im Grunde aus diesen beiden Gegensätzen besteht, dem schwarzen Teil, dem weißen Teil und dann einem Kreis drumherum. Und ihr seht auch, dass das Schwarze und das Weiße nicht getrennt ist, also man hätte es ja mit so einem Schrägstrich trennen können, aber es verfließt ineinander. Es ist also gar nicht voneinander zu trennen. Es braucht sich. Das Schwarze braucht das Weiße braucht das Schwarze. Es ist ganz ähnlich, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, dass zum Beispiel die Freude den Schmerz braucht, um bestehen zu können. Man könnte nicht sagen, was Freude ist, wenn man nicht wüsste, was auch Schmerz ist. Und der Kreis drumherum ist ganz wichtig. Es ist dieses Prinzip, dass die Dinge in einem gemeinschaftlichen Zusammenhang stehen müssen. Sonst haben sie miteinander nichts zu tun. Es ist ganz ähnlich wie dieses Hegelische Prinzip vom Kampf und der Einheit der Gegensätze. Indem sie miteinander kämpfen, müssen sie eine Einheit bilden. Sie müssen, wenn man das auf Armeen zum Beispiel beziehen würde, sie müssen auf einem gemeinsamen Schlachtfeld kämpfen. Sie kämpfen zwar miteinander, aber sie haben auch eine Einheit. Das ganze schöne Konzept des Krieges würde verschwinden, wenn eine Seite plötzlich nicht da wäre. Sie brauchen einander, sonst kann es keinen Krieg geben. Und so ist es halt mit allen Dingen. Sie brauchen einander. Und ich habe das mal dargestellt anhand einer ganz einfachen Überlegung. Also ihr seht hier eine 1, die addiert wird mit etwas anderem. Ihr seht, dass es ein völlig frei erdachtes Zeichen ist. Ein Zeichen, das wir nicht kennen. Angenommen, das wäre etwas, was wirklich aus einer anderen Welt stammt und wir können es überhaupt nicht benennen. Ihr seht schon, dass das keinerlei
Bezug zueinander hat. Und deshalb bedeutet es nichts. Nun nehmen wir statt dieses völlig unbekannten Zeichens eine 2. 1 plus 2 bedeutet natürlich etwas. Es heißt zum Beispiel, selbst wenn man das auf die allgemeinste Form sagen würde, es hieße, ein Ding plus 2 Dinge macht 3 Dinge. Man könnte das in gewisser Weise jetzt auch wieder ein bisschen erklären dadurch, dass man sagt, es muss diesen Zusammenhang geben, wie zum Beispiel, dass man sagt, ich vergleiche nicht Äpfel mit Birnen, ich rechne jetzt nicht Äpfel mit Birnen zusammen. Also ein Apfel plus 2 Birnen, was macht das? Man käme drauf, es macht natürlich 3 mal Obst. Das hat also dann doch wieder diesen sehr, sehr allgemeinen Zusammenhang. Aber es ist wichtig, dass die Dinge miteinander in Zusammenhang stehen, sonst machen sie keinen Sinn. Und deshalb braucht es den Zusammenhang und deshalb habe ich die Grafik noch einmal gemacht mit diesem Kreis drumherum. Und dieser Kreis symbolisiert den Zusammenhang. Und ich will nochmal darauf zurückkommen, auf die 2, auf den Raum, der dem Spiritualismus zufolge das Bild von etwas ist. Das Universum ist ein Bewusstsein, das Universum ist ein gültiges Bild eines Bewusstseins. Und es existiert in unserer Vorstellung in Zeit und Raum. Und der Raum hat natürlich den Sinn, diesen Sinnzusammenhang herzustellen. Wenn also die Dinge nicht räumlich beieinander sind, dann haben sie auch keinen Zusammenhang und können nicht neue Informationen hervorbringen und können nicht das Universum weiterentwickeln. Das ist also der Sinn des Raumes und warum ich das sage, das ist deshalb, damit diese Dinge im Zusammenhang gesehen werden und nicht voneinander getrennt. Und warum habe ich das nun gesagt im Zusammenhang mit dem Eremiten? Der Eremit ist ja derjenige, der sich aus einem Zusammenhang löst und der aus einem Beziehungsgeflecht rausgeht und der die Vereinzelung sucht, um die Wahrheit und die Weisheit zu finden. Und ich habe diese kurze Vorrede über das Schöpfungsprinzip gemacht, damit ich im nächsten Schritt, also in der nächsten Sendung, erläutern kann, inwiefern die Handlungsweise des Buddhisten, hätte ich schon fast gesagt, nein, des Eremiten, dazu da ist, tatsächlich neue Weisheit hervorzubringen und spirituelle Wahrheit in sich zu finden. Ich danke euch für euer Zusehen. Bis zum nächsten Mal gerne. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In a night full of thunder and sideways rain.